In diesem Video geht es um Motivation, Spaß und Experimente. Und ganz nebenbei um einen Drachen, der in nur 2 kurzen Malsessions seine Farben und kräftigen Bewuchs bekommen hat. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TEWS. Kürzlich hatte ich ein Video vom Kanal Ninjon geschaut, in dem eine mir bis dahin unbekannte Grundiertechnik vorgestellt wurde. Das hatte mich so gepackt, dass ich es direkt ausprobieren musste. Und zwar an einem Drachen aus meiner Kickstarter-Lieferung Dungeons & Lasers 5 von Archon Studio. Denn Modelle, die man zwar cool findet, aber für die man eigentlich keine direkte Verwendung hat, sind für solche Tests und Experimente ideal. Allerdings habe ich Ninjons Grundiertechnik ein klein wenig abgewandelt. Denn komplett schwarz erschien mir als Basis für dieses Großmodell einfach zu dunkel. Daher habe ich mit hellgrau kräftig über das Schwarz gesprüht und so eine Art zenitale Grundierung erzeugt. Für die Bemalung wollte ich zudem endlich mal ausgiebig meine Exofarben nutzen, auch weil ich euch dazu immer noch ein Review schuldig bin. Zunächst habe ich mir 2 dunkle Brauntöne und ein dunkelgrau rausgesucht und sie nacheinander jeweils stark mit Wasser verdünnt, bis sie leicht transparent waren. Diese wässrigen Farben habe ich dann einfach aufs Modell geklatscht. Und zwar den dunkelsten Braunton auf die Unterseiten, den helleren Braunton auf die Oberseiten und das Grau auf die ledrigen Schwingen des Modells. Dabei kam es auch überhaupt nicht auf Gleichmäßigkeit und Genauigkeit an, im Gegenteil. Die 3 Farben durften sogar gerne nass in nass verlaufen, um eine interessante und organisch wirkende Grundierung bzw. Grundfarbe zu ergeben. Ich muss sagen, mich begeistert diese simple Grundiertechnik total, denn der Drache sieht ja schon fast spielbereit aus. Mich motivierte dieses Ergebnis dann auch so sehr, dass ich direkt weitermalte. Von daher, danke Ninjon fürs Tutorial und die Inspiration. Beim anschließenden Bemalen verließ ich allerdings Ninjons Pfade und schnappte mir Schaumstoff, eine Kreuzpinzette, ein paar kleine Trockenbürstpinsel und weitere Farben. Für den Körper einige hellere Braun- und Grautöne. Für die Schwingen einige Grün- und Graugrüntöne. Als erstes habe ich die dunklen Brauntöne per Schaumstoffstückchen aufgetupft. Dafür kann ich eine Kreuzpinzette nur empfehlen, denn sie hält den Schaumstoff bombenfest, sodass man sich ganz entspannt aufs Tupfen konzentrieren kann, ohne dass die eigenen Finger verkrampfen. Die Farben habe ich ganz einfach von dunkel nach hell und ungleichmäßig aufgetragen. Und natürlich auch mal gemischt. Manchmal schon auf der Palette, manchmal aber auch erst beim Tupfen auf dem Modell. Nachdem die groben Tupfarbeiten erledigt waren, kam ein runder Schwingpinsel bzw. Trockenbürstpinsel zum Einsatz, um die helleren Brauntöne auf den Körper zu tupfen und zu bürsten. Wieder ganz unregelmäßig und ohne allzu große Präzision. Die war erst bei den nächsten Farben erforderlich, den Grüntönen. Damit habe ich die Hautfetzen und die Blätter an den Schwingen wieder von dunkel nach hell betupft. Und möglichst ohne dabei den braunen Körper einzufärben. Um nun die tiefer liegenden Bereiche abzudunkeln und für mehr Kontrast zu sorgen, mischte ich einen Ölwash an. Ausführliche Infos zu Ölfarben und Verdünnern habe ich euch übrigens oben verlinkt. Den Ölwash habe ich dann gezielt in die Vertiefung getupft und nicht etwa das gesamte Modell eingesaut. Denn so konnte ich nach etwa 30 Minuten Antrocknungszeit problemlos die wenigen Überschüsse mit einem Schminkschwämmchen abwischen. Und mit einem Hellgrau fix die erhöhten Kanten nachbürsten. Danach folgten ein paar Detailarbeiten wie die Krallen und Zähne und die Zunge. Mit demselben Contrast Violett habe ich dann auch den Bauch eingefärbt, allerdings stark mit Wasser verdünnt als Lasur, um lediglich einen dezenten Farbschleier zu erzeugen. Für weitere Lasuren habe ich dann noch 2 Contrast Grüntöne mit Wasser verdünnt und wahllos in einige Vertiefungen gemalt, um für weitere Farbschleier zu sorgen. Anschließend habe ich die Zunge noch mit etwas Pink trocken gebürstet, um mich dann um die Augen zu kümmern. Einen roten Punkt hatte ich zwischendurch schon gesetzt, jetzt folgte ein Trockenbürsten der Augenhöhlen mit demselben Rot. Um die Leuchtkraft der Augen nun noch weiter zu verstärken, habe ich auf die Augen dann einen knallig orangenen Punkt gemalt. Die vorgestaltete Base gefiel mir zwar nicht, aber ich wollte in diesen Teil des Modells auch nicht extra Zeit investieren. Daher habe ich nur ein paar Contrastfarben nass in nass aufgetragen und mit einem Sandton trocken gebürstet.
Den Abschluss bildeten dann 3 unterschiedliche Flocksorten, die ich mit Holzleim auf die vormodellierten Blätter geklebt habe. Dazu ein Tipp: Den Leim gerne mit etwas Wasser verdünnen, damit der Kleber das Flock besser aufnehmen kann. Übrigens, wie ihr Flock ganz einfach selber machen könnt, habe ich euch oben verlinkt. Nach dem Trocknen des Leims zur Sicherheit das Flock nochmal fixieren, danach war dieses Modell dann auch schon vitrinenbereit. Denn der Bursche steht nicht bei mir, sondern im Hamburger Tabletop-Laden Zwergenfürst. Dort könnt ihr ihn während der Öffnungszeiten gerne persönlich in Augenschein nehmen und euch überzeugen, dass all das chaotische Tupfen und simple Trockenbürsten für echt coole Ergebnisse sorgt. Mir hat das Bemalen des Drachens jedenfalls richtig viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich mir keinen Kopf um irgendein spezielles Farbschema machen oder an weitere Modelle für eine Armee denken musste. Von daher schnappt euch doch auch mal irgendein Modell von eurem Stapel der Möglichkeiten und probiert neue Techniken, Farben oder Farbkombinationen aus. Just for fun, einfach mal malen. Ist doch alles schließlich Hobby hier. In diesem Sinne, viel Spaß euch und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann.